In einer Woche geht's vor den Traualtar, mitten in der Challenge. Und Hannah hat bisher kein Kleid, weder fürs Standesamt noch für die Kirche. Secondhand zu teuer. Und ein Billigkleid macht sie zur Umweltsünderin. Alle bisherigen Klamottenfehltritte entlarvt, kein ökologisch korrektes Essen in Sicht und Stühle fehlen auch noch. Trotzdem. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss noch ein bisschen mehr machen und habe mich jetzt so ein bisschen mit dem Thema Foodsharing auseinandergesetzt und werde das jetzt mal ausprobieren. Hallo. Hi. Hallo, ich bin Hannah. Gabriela. Hallo, ich bin Heidi. Hi. Steven. Schön, dass ihr mich heute mal mitnehmt. Das ist immer russisch Roulette. Es wird bestimmt 1,5 Auto voll sein, denke ich. Die Foodsharer sammeln das ein, was sonst im Müll landet. Die Tafel kommt immer vor uns. Also wir nehmen nicht der Tafel irgendwas weg. Das betonen wir immer, wenn wir eine Kooperation beginnen. Wenn die Tafel da ist, ist das okay. Und wir können in Ergänzung zur Tafel noch abholen. Lebensmittel im Überfluss. Das alles hier ist einfach zu viel. Es gibt einige Sachen, die gehen einfach nicht weg, weil einfach mehr bestellt wird, denke ich, als nötig ist. Manche Sachen haben eine Detsche oder sind halt auch geöffnet, beispielsweise Weintrauben. Die sind ja mit einer Folie verpackt, die werden geöffnet. Dann stellen die sie auch für uns zur Seite. Sowas wäre jetzt zum Beispiel noch in Ordnung, oder wie? Genau, aber du siehst ja, wenn das suppt oder wenn das ganz gelb ist, also das musst du mit gesundem Menschenverstand entscheiden. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass all diese Lebensmittel, die hier drin sind und wirklich noch richtig gut sind, teilweise sogar Bio-Lebensmittel, für die ich irgendwie sonst halt in den Supermarkt gegangen wäre und jetzt hier einfach so weggeworfen werden, finde ich schon auf jeden Fall gut, dass man die jetzt sammelt. Schon auf dem Weg vom Feld zum Teller wird 1/3 aller Lebensmittel verschwendet. Das sind alleine bei uns in Deutschland 12 Millionen Tonnen im Jahr. Was für ein Wahnsinn! Und eine überflüssige Umweltbelastung. Denn die Lebensmittelproduktion und ihr Konsum sind für bis zu 30% des CO2-Ausstoßes, Feinstaub und Wasserverbrauch verantwortlich. Rein statistisch gesehen wirft jede und jeder von uns pro Jahr sehr viel Essen weg, weil es schlecht wird oder wir einfach keine Lust darauf haben. Und zwar etwa 75 Kilogramm. Wenn Supermärkte, Einzelhandel und natürlich auch wir zu Hause es schaffen würden, den Lebensmittelmüll nur zu halbieren, dann könnten wir bis zum Jahr 2030 unsere Treibhausemissionen um 9,5% senken. Das wäre doch was. Und jetzt eine kleine Utopie. Stellt euch vor, alle Menschen auf unserem Planeten werfen kein Essen mehr weg. Dann würden wir pro Jahr 3,3 Milliarden Tonnen CO2 einsparen und 1/4 weniger Wasser verbrauchen. Und hätten ausreichend Nahrung für 12 Milliarden Menschen. Schulschluss. Maxi fährt eigentlich mit dem Auto zur Arbeit, aber für die Challenge ist er aufs E-Bike umgestiegen. Wir haben jetzt 28 Grad schon und 13 Uhr und jetzt noch eine Stunde Fahrt und ich hoffe, ja, das passt mit dem Wetter und nicht, dass ich dann irgendwann umkippe. Die letzten 2 Wochen musste er mit den Öffis fahren. Gut 3 Stunden jeden Tag. Ich kann nicht mehr, es ist warm, ich will endlich nach Hause. Auf dem E-Bike ist es wenigstens luftig und es geht schneller als mit Bus und Bahn. Und trotzdem, für diese Challenge braucht man echt Disziplin. Schon eine große Umstellung, also muss man wirklich sagen. Vor allem diesen Luxus mal flexibel zu sein, Sachen mitnehmen zu können. Das ist natürlich durch die ÖPNV oder durch das Fahrrad schon gut eingeschränkt gewesen. Aber man hat trotzdem irgendwie ein gutes Gewissen dabei. Wenn nicht der Ausbau so schlecht wäre, jetzt beispielsweise bei den Fahrradstrecken, dann würde man sich natürlich noch viel, viel mehr freuen auf diesen Fahrradweg. Der Wille ist schon da, das muss man ihm lassen. Und da sehen Sie wieder so das Zusammenspiel von Infrastruktur und Verhalten. Vielleicht würden es Menschen ganz gerne, aber sie brauchen da auch ein bisschen politische Unterstützung, sonst wird das nichts. 60 Kilometer. Das war heute nicht ohne für Maxi.
Dafür hat er die Umwelt nur mit 40 Gramm CO2 belastet. Am Ende der 4 Wochen ohne Auto, nur mit Öffis und E-Rad, wird er 150 Kilo CO2 gespart haben. Das ist mega! Auf der Hasenhecke zeigt uns Silvia ihren Garten. Den hat sie sehr bedacht angelegt, umweltfreundlich und nachhaltig. Ein Paradies für Pflanzen und Insekten. Voll schön. Weil ich sehe, was um mich herum passiert und weil mich das mit den Steingärten richtig fertig macht, sage ich jetzt mal als Person. Das zu sehen, dass Menschen sowas machen, wo man praktisch eine Fläche dieser Erde tot macht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Sie übrigens auch nicht. Ira Waldo vom Bund Naturschutz. Weil Silvia alles noch besser machen will, haben wir die beiden verabredet. Im Laufe der letzten 20 Jahre haben sich immer mehr Tiere in die Siedlungen zurückgezogen, sodass die letztendlich so ein bisschen wie so eine Arche sich das Ganze vorstellen müssen. Also hat im Prinzip jeder die Aufgabe, der ein Stückchen Land hat, nicht nur für sich selber den Garten schön zu machen und zu gestalten, sondern für möglichst viele Tiere und auch viele Wildpflanzen. Die Biomasse der Fluginsekten hat um bis zu 80% abgenommen. Über 41% der Schmetterlinge sind ausgestorben oder bestandsgefährdet. Bei Wildbienen sind deutschlandweit mehr als die Hälfte der 561 Arten in ihrem Bestand bedroht. Das ist auch schlimm für uns. Ohne die Bestäubung durch Bienen und Insekten hätten wir bis zu 90% weniger Ernteerträge. Die Expertin ist begeistert von Silvias Garten. Eigentlich hat sie gar nichts auszusetzen. Das ist ja schon eine richtig schöne Ecke hier. Lavendel in unterschiedlichen Sorten. Ein Paradies für Bienen und Hummeln. Und dann das. Geht ja gar nicht, oder? Der Pool. Erfreut den Menschen, erfrischt den Menschen natürlich auch. Für Insekten oder sonstige Tiere natürlich eher eine Falle, um drum zu ertrinken. Der Rest meiner Familie wollte unbedingt den Pool wieder aufstellen. Und ich finde, dass er insgesamt dafür zu wenig genutzt wird, dass er jetzt hier so viel Wasser verbraucht wird. Aber man muss ja Kompromisse schließen. Guck mal. Oh nein, oh komm. Ah, du hast einen Kescher, das ist Ja. gut. Die werden auch gerettet, wenn es irgendwie geht, aber jede kriegt man nicht gerettet. So, vielleicht kannst du die gleich bestimmen. Oh. Oh nein, ganz nass. Eine Erdhummel nach dem Bad. Ganz erfrischt. Zum Glück waren wir hier. Also der Pool gibt echt Minuspunkte. Aber dann entdeckt Frau Waldo die Hecke. Natürlich ist sie fürs Mikroklima gut. Also wer einen mit einer Hecke umfassten Garten hat, der hat immer auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit in der Luft, ein bisschen mehr Schatten, ein bisschen mehr Kühle. Die Hecke ist ein kleines Ökowunder. Mit 720 Metern Länge und 4 Metern Breite zum Beispiel bindet sie 110 Tonnen CO2. Das ist so viel, wie ein einzelner Mensch in 10 Jahren verursacht. Die Foodsaver fahren zur nächsten Station. Hannah setzen die Infos über die Verschwendung echt zu. Ich meine, auch alleine die Produktion hat ja auch schon stattgefunden. Also es ist ja auch schon alles da. Das Wasser wurde ja schon verbraucht sozusagen. Ne? Und dann das halt dann auch noch wegzuwerfen, das ist halt das Traurigste eigentlich. So, Also ich bin ja jetzt nicht mehr die Jüngste und mein Leben ist nicht mehr ewiglich. Aber ich habe Enkelkinder und da könnte ich jetzt auch weinen, weil ich an denen ihre Zukunft denke. Nachhaltiger Leben bedeutet ganz klar auch sozialer Leben. Das ist im Konzept der Nachhaltigkeit angelegt. Das ist ökologisch und sozial gedacht. Das heißt, wenn ich das tatsächlich ganzheitlich denke, dann werde ich auf diese beiden Säulen nicht verzichten können. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viele Lebensmittel sind, die wir hier einsammeln werden. Und nicht nur im Supermarkt. Und alles, ja, die sind auch noch fest. Und jetzt gucken wir einfach mal grob durch. Hier der Blumenkohl zum Beispiel. Das gibt doch noch was Schönes. Ja, halt mal hin. Also wir haben ja schon ein paar Mal versucht, Sachen zweite Wahl zu verkaufen. Aber ja, also die Kundschaft tut sich damit auch schwer.
Ne, vielleicht kommt das die nächsten Jahre vermehrt, aus anderen Gründen, einfach weil die Leute noch mehr aufs Geld achten müssen. Aber im Moment ist es einfach nicht der Fall. Und dann ist eben der Weg, sage ich, das ist eben ein soziales Arrangement. Dann spende ich nicht für irgendwas anderes, sondern habe das gespendet, habe ich in meinen Teil dazu beigetragen. Niemandem was wegnehmen. Muss man so dieses Gefühl haben oder ist es eigentlich Quatsch? Nein, du nimmst niemandem was weg. Es geht bei uns dann darum, wenn es im Verteiler ist, es soll nicht weggeschmissen werden. Und die Bedürftigkeit verteilen wir ja an dann die Organisation für Bedürftige. Der Nachhaltigkeitsaspekt ist für einen Foodsaver der allerwichtigste. Das unterscheidet uns auch von der Tafel, definitiv. Allerdings holen wir mittlerweile so viele Lebensmittel ab, dass auch wir uns natürlich Gedanken machen, was können wir damit alles Gutes tun. Und deswegen ist für uns auch so, dass wir immer schauen, kennen wir irgendwie soziale Einrichtungen, mit denen wir irgendwas zusammen machen können. Und wir versuchen, da Dinge zu kombinieren.